Aufklärung ist für mich ganz eng an Kant tatsächlich der Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, erstens, und zweitens der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Im Grunde genommen ist Aufklärung damit ausgerichtet auf zwei Freiheitsbegriffe. Eine Freiheit zu etwas, nämlich zum Gebrauch des Verstandes, und eine Freiheit von etwas, nämlich die Freiheit, sich zu lösen von Unmündigkeit und das heißt im weiteren Sinne politischer Abhängigkeit, Unfreiheit im Gesellschaftlichen, aber auch vor allen Dingen im Denken, also Unfreiheit, die durch Aberglauben entsteht, die durch den Mangel an Vernunft und Urteilskraft zustande kommt. Und diese beiden Komponenten sind, denke ich, das Wichtigste, was uns die Aufklärung bis heute zu sagen hat, dass wir uns selbst als Individuen immer wieder ermächtigen, ertüchtigen müssen, mit den Mitteln unserer Vernunft uns zu befreien von Zwängen. Und dass wir zugleich aber auch diesen Mut haben müssen, zu uns selbst zu finden, zu unserer Freiheit zu finden, indem wir auf Vernunft zurückgreifen. Und schließlich noch ein letztes. Aufklärung wird ja auch gern kritisch gesehen als eine einseitige Ausrichtung auf die Vernunft. Und wenn man sich historisch mit der Aufklärung und ihren Schriften befasst, dann stellt man fest, dass das nicht so ist, sondern dass die Aufklärung eben auch eine Epoche ist, die sich in einer unerhört akribischen Weise mit den Leidenschaften des Menschen, mit seinen Affekten, mit Träumen, Ängsten, mit den Tränen, mit den Trieben, mit all dem, was den Menschen jenseits der Vernunft ausmacht, auseinandergesetzt hat. Und das dürfen wir nie vergessen, wenn wir uns mit der Aufklärung beschäftigen. In der Tat ist das Fach der Pädagogik eines, was sich herleitet aus der Aufklärung, in Deutschland von Campe, in der Schweiz von Pestalozzi, in Frankreich von Rousseau. Ohne die Aufklärung wären wir nicht in der Lage, unser Erziehungssystem permanent kritisch zu durchleuchten. Und das müssen wir ja tun, weil sich die jungen Menschen verändern, weil sich die Zeit verändert. Das Fach der Erziehungswissenschaft ist sehr, sehr vielfältig. Es ist ein Fach, das zum einen natürlich Hilfsdienste leistet für die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, also eine ganz wichtige Aufgabe, aber es ist eben auch ein großes, inzwischen sehr fein verästeltes und ausdifferenziertes Fach geworden, das eine empirische Dimension hat, das sich beschäftigt mit Daten zu Schulentwicklung, aber auch mit kognitiven Prozessen, das ist die andere Seite, die qualitative Seite, das heißt also mit dem, was im Inneren des Menschen vorgeht und was ihn befähigt, überhaupt bildungsfähig zu sein. Und insofern ist es ein Fach, das neben der quantitativen Ebene auch eine qualitative Ebene hat. Das Fach ist sehr attraktiv, wenn man nach den Zahlen der Studierenden geht. Das ist insbesondere geschuldet dem Umstand, dass die Erziehungswissenschaft heute weniger eine Sozialwissenschaft als eine Kognitionswissenschaft geworden ist und damit auch profitiert von dem großen Boom, den die Psychologie als Fach erfährt. Zugleich aber ist die Erziehungswissenschaft natürlich gefordert, da wo es darum geht, mehr junge Menschen als bisher, zumindest in Deutschland, für den Lehrerberuf zu gewinnen. Das ist ja ein riesiges Problem und da hoffe ich, dass die Erziehungswissenschaft auch hilft, als eine genuin im Kern aufgeklärte Disziplin junge Menschen dafür zu motivieren, das zu tun, was wichtiger vielleicht als alles andere ist, nämlich die nachfolgenden Generationen bildungsfähig zu machen und damit auch berufsmarktfähig zu machen. Was ich mir wünsche, das darf ja auch erlaubt sein zu sagen von der Erziehungswissenschaft, dass sie nicht nur sich als Kognitionswissenschaft, nicht nur als eine empirische Sozialwissenschaft begreift, sondern dass sie auch ihre historische Mission im Blick hat. Denn es geht ja, wenn wir Erziehung, wenn wir Bildung betrachten, immer auch um die Geschichte dieser Begriffe. Das ist in den letzten Jahren ein wenig in den Hintergrund getreten, für meinen Geschmack zu sehr in den Hintergrund getreten, denn und das ist letzten Endes auch wieder eine aufgeklärte Botschaft. Wir verstehen das Heute und das Morgen nicht ohne das Gestern.
Deutsche Universitäten sind stark in der Grundlagenforschung und stehen für die Exzellenz der Grundlagenforschung. Das allein deswegen, weil sie in der Regel eine enorme Vielfalt der Fächer vorweisen können. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist es in Deutschland gelungen, das Spektrum der Disziplinen in den Universitäten weitgehend zu erhalten. Nicht mehr auf dem Niveau wie in den 80er, 90er Jahren, aber doch so, dass man sagen kann, es gibt keine Einbußen. Wir haben immer noch ein riesiges Band von Fächern, von der Archäologie bis zur Zoologie. Und die Vielfalt dieser Fächer macht es eben möglich, dass Grundlagenforschung, die heute immer auch disziplinenübergreifend stattfinden muss, geschieht. Stark sind die deutschen Universitäten in der Einwerbung zusätzlicher Mittel für ihre Forschung, Stichwort Drittmittel. Und zugleich sind sie auch stark in der Fähigkeit, strategische Optionen für die Zukunft zu entwickeln. Das haben sie lange nicht getan, das haben sie gelernt, auch durch Wettbewerbe. Es gibt eine Reihe von Handlungsfeldern, wo man sagen muss, dass Deutschlands Universitäten besser werden müssen. Eines springt besonders ins Auge, das ist der Anteil der internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Professuren. Wir haben viele internationale Studierende, die Zahl ist stetig gewachsen. Wir haben viele internationale Doktorandinnen und Doktoranden, aber die meisten verlassen Deutschland nach ihrem Studium, nach ihrer Promotionszeit wieder. Und es gelingt den Universitäten zu selten, die herausragenden Köpfe aus dem Ausland langfristig zu gewinnen. Wenn man sich die Professurenzahlen ansieht, dann sieht man, es sind weitgehend nicht mehr als 10% Internationale auf diesen Professuren. Und wenn man dann Österreich und die Schweiz vielleicht nochmal als deutschsprachige Sonderfälle beiseite nimmt, dann sind die Zahlen noch niedriger. Und hier muss Deutschland etwas tun, denn die Internationalität ist kein Selbstzweck, sondern sie ist als Teil der Diversität auch eine Triebkraft für die Kreativität einer Universität. Die Vielfalt der Biografien, der Menschen, die an ihr arbeiten, ermöglicht erst die Leistungskraft der Forschung. Und darum ist das nicht nur ein Ringen um bessere Zahlen, sondern es ist auch ein qualitatives Ziel, das die Universitäten verfolgen müssen. Sie müssen besser sein in der Internationalität ihres Personals. Und das schließt übrigens auch die Verwaltung ein. Wenn man ins Ausland geht, dann stellt man mal wieder fest, dass die Verwaltung serviceorientiert ist. Die deutschen Universitäten leiden immer noch zuweilen unter einer Verwaltung, die eher Bürokratie als Serviceeinrichtung ist. Und auch das muss sich dringend ändern. Zum einen ist die Struktur der Universitäten oftmals unübersichtlich. Das kommt dazu, dass wir ja in einem föderalen Staat leben. Das heißt also, von Bundesland zu Bundesland unterscheiden sich dann vielfach nochmals die Formate, die Strukturen, in denen sich Universitäten organisieren und die rechtlichen Rahmenbedingungen, denen sie folgen müssen. Das führt dazu, dass es die deutsche Universität nicht gibt, sondern einen Flickenteppich von sehr unterschiedlichen institutionellen Settings. Nun mag man sagen, das ist in England auch nicht so viel anders, aber es ist doch ein großes Problem, gerade für unsere internationalen Gäste. Und das Zweite ist, dass Internationalisierung nicht konsequent zu Ende gedacht worden ist. Die Studierenden kommen, weil sie neugierig sind. Auch die Doktorandinnen und Doktoranden kommen gern aus dem Ausland, weil sie wissen, die Wissenschaft, die hier betrieben wird, ist eine hochkarätige Wissenschaft. Aber um Professorinnen und Professoren auf Dauer zu gewinnen, muss man auch etwas wie eine Willkommenskultur etablieren. Man muss beraten, man muss Services leisten, man muss integrieren, man muss das tun, was im Englischen Onboarding heißt. Da muss jemand kommen und wirklich willkommen geheißen werden. Und daran fehlt es häufig. Das ist ein großes Problem. Nicht zu verschweigen ist natürlich auch die Sprache. Wer Wissenschaft auf Englisch betreibt, muss, wenn er kein englischsprachiger Wissenschaftler oder keine englischsprachige Wissenschaftlerin ist, das Englische lernen. Das reicht dann in der Regel eben auch in einem amerikanischen oder englischen Bundesstaat. Da kann man dann natürlich mit diesem Sprachvermögen, mit dieser Sprachkompetenz auch seine Brötchen morgens kaufen. In Deutschland muss man die dritte Sprache noch lernen, das Deutsche. Das ist eine schwierige Sprache. Das ist nicht selten auch eine Hürde. Und dazu kommt, dass vielfach der Unterricht eben in den grundständigen Studiengängen auf Deutsch stattfindet. Das ändert sich allmählich. Aber es ist natürlich für viele ein großes Problem und sie entscheiden sich dann eher für ein englischsprachiges Land, weil sie sagen, da ist die Wissenschaft und da ist die Umgangssprache eben dieselbe. Und das macht die Dinge einfacher.
Ich habe 1979 angefangen zu studieren und kenne eigentlich die Diagnose, die Geisteswissenschaften sind in der Krise, als die Begleitmusik schon im Studium, auch dann später in der Zeit als Doktorand oder Habilitant. Das soll jetzt nicht den Befund relativieren. Der Befund ist richtig und vielleicht ist damals die Krise auch gar nicht so dramatisch gewesen, sondern es war eher eine Attitüde der Selbstreflexion, mit der man sich selbst auch die Frage nach dem Sinn des eigenen Tuns und Denkens stellte. Heute ist die Krise manifest. Es ist zunächst einmal eine Nachfragekrise, wenn man es mal so ökonomisch nennen will. Die Zahl der Studierenden, die geisteswissenschaftliche Fächer studieren, sinkt permanent und das ist ein riesiges Problem. Das ist weltweit so und dem müssen wir begegnen. Ich glaube, es ist der falsche Weg, die Geisteswissenschaften, um ihren Kern zu betrügen und sie dazu zu verpflichten, sich den aktuellen Fragen stärker zuzuwenden. Das soll und darf jede Wissenschaft tun, aber man darf dabei nicht die eigene Identität verlieren. Ich halte wenig davon, dass die Geisteswissenschaften sich jetzt zu Umweltwissenschaften, zu Nachhaltigkeitswissenschaften reinventarisieren und neu erfinden als Wissenschaften, die damit dem 21. Jahrhundert eine wichtige Botschaft übermitteln können. Ich glaube, im Kern sind die Geisteswissenschaften zweierlei. Sie sind Deutungswissenschaften und sie sind historische Wissenschaften. Und beides braucht das 21. Jahrhundert. Wir brauchen ein Bewusstsein für die unterschiedliche Interpretierbarkeit unserer Welt. Und wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass diese Welt nicht immer so war, wie sie jetzt ist, sondern geworden ist durch einen historischen Prozess, den man kennen muss, um auch Lösungen für morgen zu finden. Ich finde im Gegenteil, dass wir in einer dramatischen Situation der Enthistorisierung leben, dass wir häufig unter dem Druck moralischer Fragestellungen die Geschichte einebnen, dass gerade junge Menschen Geschichte in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen nicht mehr anerkennen, dass sie sie nicht respektieren, dass sie sie als Zumutung empfinden und deswegen entweder ausradieren, vergessen oder der Gegenwart anpassen. Und die Geschichte ist etwas, was eben nicht eingeebnet werden darf, sondern was in dem ganz anderen im Verhältnis zu heute auch begriffen werden muss. Deswegen kann Geschichte schmerzen, deswegen muss Geschichte auch oft eine Zumutung sein, aber sie darf niemals rundgeschliffen werden, damit wir sie besser ertragen können. Und das ist eine wichtige Botschaft der Geisteswissenschaften und ich glaube, das ist im 21. Jahrhundert notwendiger denn je, diese Botschaft zu hören. Und deswegen hoffe ich sehr, dass auch die jungen Menschen wieder zu diesen Fächern finden. Ich glaube aber auch, dass die Fächer selber eine wichtige Aufgabe haben. Sie haben sich oft zu klein gemacht, sie haben sich zu wenig darum bemüht, andere zu gewinnen, für sich zu interessieren. Ich vermisse die Stimme der Geisteswissenschaften in unseren öffentlichen Diskursen, wenn es um die Public Intellectuals geht. Da hören wir in Deutschland die Stimmen von Politikwissenschaftlern, von Historikerinnen, von Soziologen und Soziologinnen. Aber wo sind sie denn, die Germanistinnen, die Romanisten, die Anglistinnen, die Historiker habe ich genannt, die sind eine Ausnahme. Aber auch Philosophen könnten sich mehr zu Wort melden. Also ich glaube, damit beginnt es. Ich habe damals ein geisteswissenschaftliches Studium gewählt, weil mich die Public Intellectuals fasziniert haben. Habermas, Enzensberger und viele andere mehr. Die Vorbilder sind es und die brauchen wir mehr denn je. Wir leben in Deutschland ja in einer privilegierten Situation, wenn man es mit anderen Ländern des Globus vergleicht, dann ist Deutschland, zumindest was die öffentliche Alimentierung der Schulen und Hochschulen angeht, immer noch eine herausragende Bildungsrepublik. Ich sage immer noch, weil mit Blick auf die PISA-Ergebnisse von 2022 zumindest für das Schulsystem leider nicht mehr gesagt werden kann, dass wir eine herausragende Bildungsrepublik sind. Aber der Wille des Staates, die Schulen und Hochschulen zu finanzieren, ist da und das ist etwas, was wir sehr schätzen müssen. Natürlich haben wir, wenn wir Institutionen vertreten im öffentlichen Ringen um Interessen, immer auch den Eindruck, es könnte mehr sein. Das ist definitiv so. Aber erstmal sollte man das positiv vermerken. Daraus ergibt sich, der Staat ist zuständig für das reibungsfreie Funktionieren durch ausreichende Finanzierung. Die Privaten müssen aber auch etwas tun. Und das ist gar nicht so einfach in einem Land, in dem der Eindruck entsteht, die Schulen, die Hochschulen, die werden vom Staat finanziert, da müssen wir nichts tun. Es gibt viele andere Bereiche, wo wir etwas tun müssen, aber nicht dort.
Das hat sich zum Glück geändert. Es sind große Vermögen vererbt worden. Wir haben eine Vielzahl von Stiftungen. Tausende neue Stiftungen sind zum Leben erweckt worden und sind wichtig genug für unser Land. Was können Stiftungen, was können private Förderer tun? Sie können das tun, was im Rahmen der öffentlichen Alimentierung nicht möglich ist. Sie können beispielsweise unkonventionell Persönlichkeiten fördern. Sie können ohne bürokratischen Aufwand Förderung aussprechen. Sie können herausragende Ideen, die vielleicht nicht im Mainstream sind, fördern. Das halte ich für etwas ganz Wichtiges, denn gerade durch die öffentliche Förderung, und die Deutsche Forschungsgemeinschaft gehört zu diesem Kanon der öffentlichen Förderung, werden natürlich tendenziell eher die Mainstream-Themen unterstützt. Das ist etwas, was die private Förderung tun sollte. Und ich finde, da ist alles möglich, was unkonventionell und kreativ ist. Und da sollte auch alles unterstützt werden, was unkonventionell und kreativ ist. Insofern könnte eine gute Arbeitsteilung genau aus dieser komplementären Struktur entstehen. Der Staat sorgt für das alltägliche Funktionieren und die Privaten, die sorgen dann für die Spitzen, für das Herausragende, das Ungewöhnliche in der individuellen Forschungsförderung. Zunächst einmal sind die Universitäten inzwischen Masseninstitutionen. Auch das ist etwas, was nicht neu ist als Befund, was aber heute im 21. Jahrhundert mehr denn je zutrifft, wenn man bedenkt, dass weit über 50% eines Jahrgangs das Abitur machen und die meisten dieser jungen Menschen auch ein Studium aufnehmen. Das heißt, die Organisation des Studiums für tausende junger Studierende ist immer alltäglich eine Herausforderung, auch in den unterschiedlichen Krisen, wie sie durch Pandemien oder durch Energiemanagementprobleme entstehen. Das sollte man nicht vergessen, eine Universität zu leiten, zu organisieren, Angebote zu machen. Das ist schwieriger denn je, weil die Zahl der Menschen, die dort ein Studium aufnehmen, immer größer geworden ist. Das Zweite erleben wir gerade in diesen Tagen im Konflikt im Gazastreifen. Hier sieht man ganz deutlich, wie schwer es Universitäten fällt, auch eine öffentliche Stimme zu sein und wie zerrissen sie sind. Wir verlangen ja von den Universitäten, dass sie besser sind als der Rest der Gesellschaft, weil sie kluge Menschen qualifizieren und weil kluge Menschen an ihnen tätig sind. Aber im Grunde genommen sind die Universitäten natürlich immer auch nur ein Spiegel der gesellschaftlichen Konflikte und können diese Konflikte nicht überwinden. Wir sehen es eben auch jetzt gerade wieder, die einen verlangen von den Universitätsleitungen, sie sollten sich klarer bekennen zu Israel, andere protestieren, es sei zu einseitig, man müsse die Stimmen der Palästinenserinnen und Palästinenser hören. An diesem Konflikt zerbrechen viele und die Leitungen halten sich diplomatisch zurück. In den Vereinigten Staaten sieht man, welche Zuspitzungen, welche Verwerfungen aus diesem Konflikt entstehen können. Eins ist aber ganz klar, die Universitäten müssen nicht zu jedem politischen Konflikt Stellung nehmen. Aber wenn sie es tun, dann sollten sie insofern ein Vorbild sein, als sie die Regeln des wissenschaftlichen Diskurses praktizieren. Und das heißt, Meinung und Gegenmeinung zu begründen, respektvoll miteinander umzugehen, tolerant zu sein und das, was man an Argumenten vorträgt, auch wirklich so sachlich vorzutragen, dass es nachvollziehbar ist. Das sind Regeln des wissenschaftlichen Diskurses, die wir nicht außer Kraft setzen dürfen, weder durch Geschrei noch durch Redeverbote, weder durch Ausgrenzung noch durch Ideologie. Die Deutsche Universität ist in vielen Phasen ihrer Geschichte in solchen Momenten der Ideologisierung gewesen, der Ausgrenzung. Sie hat dunkle Stunden erlebt. Sie war oft eben auch nicht besser als die Gesellschaft, die sie umgab, leider. Aber sie sollte und muss, wenn sie eine Mission für unsere Gesellschaft hat, und die hat sie definitiv, genau das tun, mit den Regeln der Wissenschaft erklären, wie es in der Welt aussieht und zuweilen auch die Ambivalenzen zulassen, die in dieser Welt herrschen. Totalität, Absolutheit, Ideologie, das hat im wissenschaftlichen Diskurs keinen Platz und das sollte der Diskurs der Universität berücksichtigen.